Die 2021er Modelle von Weinsberg sind da. Hier steht der CL650 MF. Ich gehe mal kurz drum rum, dass man das mal sieht. Ein teilintegriertes Modell auf Fiat-Basis. Und wir haben eine Spezialistin heute hier. Sie kommt aus Braunschweig, die Maja. Die wird uns das Fahrzeug mal komplett erklären. Wird mal alle Fächer öffnen mit allem drum und dran. Und natürlich haben wir unsere Camping-Neuling-Frau mit dabei, Radiomoderatorin Patricia. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Ja, du bist Studentin, du studierst Journalismus, für dich ganz neu das Thema Camping. Du bist aber jetzt auch, werde ich ein kleines bisschen missbrauchen, um mal zu zeigen, ob die Betten groß genug sind. Du bist wie groß bist du? 1,67. 1,67. Du wirst einiges testen, ob das weich genug ist, ob man das machen kann. Und du hast von Camping keine Ahnung, richtig? Nein, leider nicht. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hallo Maja. Hallo, Ja, es gibt immer mehr Leute, die das Camping neu für sich gewinnen. das stimmt. Ja, das ist jetzt gerade aufgrund von Corona, merkt man das schon sehr deutlich. Und bei euch, du arbeitest natürlich auch für einen Händler, nehme ich an, oder? Genau, für die Firma Brinkmann Caravan. Genau, da ist die Hölle los bei euch, oder? Ja, also das stimmt. Der ganze Hof, es boomt und das freut uns ja auch. Genau, wenn du mal kurz mit mir mitkommst, wir schauen uns das Auto mal von außen an. Der ist teilintegriert. Genau. Und genau, wenn du mal kurz ein kleines bisschen zurückkommst, Maja, dass wir das mal komplett sehen. Sehr, sehr gut. Die Leute wollen das immer so mal komplett sehen von außen. Das ist so von der Länge, wie lang ist der? Der hat jetzt 7 Meter. Der hat 7 Meter. Das Genau, ist schon, kompakt. viele sprechen aber 6 Meter. Das heißt, warum wollen die alle 6 Meter Modelle haben oder stimmt das gar nicht? Naja, ein Teil wegen den Fähren, weil es da ja verschiedene Maßangaben gibt. Und ja, es ist einfach ein Stück kompakter. Aber im Endeffekt, ob man nun auf 7 Meter oder auf 6 Meter fährt, wenn man das öfter gemacht hat, macht das auch keinen Unterschied. Ja, es gibt einen riesen Boom. Weinsberg, ist das gut, die Marke? Ja. Warum? Weil das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach stimmt. Der Möbelbau ist sehr robust und man kriegt gute Qualität zum angemessenen Preis. Okay, man kann sowieso nicht so viel falsch machen, selbst wenn man sich verkauft. Ja, im Moment, es werden die Gebrauchten werden einem aus der Hand gerissen. Das stimmt, das stimmt. Sag das mal gerade. Ihr habt schön die Fahrzeuge aufgebaut. Ja, wir drehen heute am Freitag. Man hat viel Zeit im Moment, sich das Ganze mal anzuschauen. Thema Wohnmobil. Wie bist du zum Wohnmobil gekommen? Ja, ich habe meine Ausbildung gemacht. Ich kannte die Geschäftsinhaber gut Ja. und jetzt selber durch die Messen auch schon ein paar Mal gecampt. Und das ist mal eine gute Abwechslung. Ja. Ist auch das Schöne, das ist so kein 0815-Job wie im Büro, sondern du lernst dauernd die Geschichten auch von deinen Kunden kennen, oder? Genau, das stimmt auch. Also da hat man hat ja eine riesengroße Altersspanne an Kunden. Von ganz jung, wirklich auch 20-Jährige schon? Ja. Ja, gerade so solche Leute, die dann halt auch eher auf die kleineren Wohnmobile Bezug legen und Ja. nach Toll. oben hin gibt es keine Grenze. Ja, das ist der Caraloft 650 MF, den wir hier sehen. Stimmt das? Ja. Genau, Preis ist jetzt 60.000 €, geht los ab 49. Aber das ist schon, wie er hier ausgestellt ist, das macht schon Sinn, oder? Ja, Genau. das stimmt. So ein paar Sachen, die drin sind. Wir gucken uns gleich mal an, wie das Ganze von innen aussieht. Aber zunächst mal die verschiedenen Gruppen, die es gibt. Das hier ist ein teilintegrierter, das heißt also, das Fahrgestell ist von Fiat. Genau, das Fahrgestell, also Teilintegrierte gibt es sowohl auf Peugeot als auch auf Fiat-Basis. Teilintegriert bedeutet quasi nur, dass sich das Fahrerhaus separat absetzt. Und ja, das ist mit einer der größten teilintegrierten Linien von Weinsberg. 7 Meter, es sieht gar nicht so lang aus. Thema Alkoven, das ist ja da, wenn das Bett oben drüber ist über dem Fahrerhaus, das ist gar nicht mehr so gefragt, oder? Nein, also Alkoven sind wirklich Familien, die mit vielen Kindern reisen oder mehreren Kindern. Und mittlerweile hat man ja auch bei vielen Teilintegrierten halt die Möglichkeit, separaten Hubbett dazu zu wählen, auch für 4 Personen dann. So ist das, ja. Service- und Garagenklappen. Ja, wenn du hier mal kurz aufmachst, sei mal so lieb, dann keine Angst, Patricia, du musst jetzt nicht da reinsteigen. Aber wir werden wahrscheinlich aufgrund des Innenraums, ist nämlich teilweise die Garage dann auch ein bisschen kleiner. Und hier sieht man nämlich eine kleine Besonderheit. Ich kann von oben nach unten durchreichen, oder? Genau. So, das ist hier, das heißt der Stauraum hier. Ich kann aber nicht zum Beispiel ein Fahrrad einladen, das würde nicht gehen, oder geht das auch? Das geht bei dem Modell jetzt nicht. Dafür gibt es aber die Alternative, einen Heckträger montieren zu lassen. Schön, ich kann die Ski hier durchschieben bis unten hin. Also das heißt, flache Artikel kann ich durchschieben. Hier vorne habe ich eine Beleuchtung mit drin. Und hier geht es nochmal um die Ecke. Ah ja, da geht es nochmal richtig rein. Und auch da sind die Türen wahrscheinlich von innen. Es riecht nach Holz.
Weinsberg, ist das Made in Germany? Weinsberg ist made in Germany, ja. Okay, komplett, Fabrik ist da. Dann gehen wir am besten mal rein. Die Aufbautür ist recht breit. Also ich kenne die wesentlich schmaler, aber ich sag mal, es gibt ja auch große Menschen. Außerdem ist es sehr bequem, oder? Ja, das stimmt. Also nichts mehr mit Drängeln oder hängen bleiben. Gerade halt auch, wenn man vom Einkaufen kommt und mal eine Tüte mit reinnehmen muss. Ja, Patricia, geh mal rein, dass man dich mal sieht. 1,67 Meter. Und ja, du würdest knapp zweimal reingehen, oder? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ganz neu, das habe ich gesehen. Das habe ich auch gesehen bei Tabbert. Das heißt, die haben auch zu tun mit Tabbert? Genau, also Knaus hat Weinsberg, Tabbert, Tepp und ihr eigenes Vermietprogramm. Ja, ich kenne nämlich die Tasche von Tabbert auch, ja, von den Wohnwagen, da ist die mit dabei. Ja, die Aufbautür ist richtig groß, oder? Das stimmt. Und was halt auch schön ist, wo viele Kunden Wert drauf legen, ist mit der Scheibe. Man hat ein bisschen mehr Sicht nach hinten raus. Und ja, ist ein Thema, was sehr gefragt ist seit Jahren. Und Ja, wichtig ist ja auch, wenn ich die Tür öffne, da ist ein Kind davor. Ja, da sind schon schwere Unfälle. Also nicht nur der böse Dieb, der mich überraschen will, sondern man will ja auch sehen, ist die Tür frei, oder? Ja, das stimmt. So, jetzt gucke ich mal gerade von der Seite, wie die aussieht. Wenn du mal gerade so lieb bist, die mal zumachst, von der Optik her. Die hat auch eine leichte Tönung mit drin. Oh, Licht! Genau. Nochmal eine Beleuchtung, damit man auch die Trittstufe gut sehen kann. Ja, die ist da unten. Die ist natürlich jetzt nicht ausgefahren, weil ihr habt ja hier im Messebetrieb richtige Stufen mit drin. Ja, wir gehen einmal kurz drum rum, dass wir uns die Klappen mal gerade angucken. Und ja, der 2,3 Liter Motor, 140 PS gibt es in verschiedenen Versionen. Das ist jetzt der kleinste? Der kleinste ist 120 PS, das ist der Serienmotor. Und dann kann man halt optional zwischen 140, 160 und 180 PS noch wählen. So, von die Leichtmetallfelgen sind dabei bei dem Angebot. Genau, bei dem Angebot jetzt ja ist auch eine Option. Steht dem Auto gut, oder? Ja, macht ihn schick. Sag mal, du bist ja jetzt wirklich im Handel draußen. Ist es so, dass Leute schon mal ihr Erstauto verkaufen und nur noch damit rumfahren, gerade Ältere? Ja, ziemlich viel. Gerade halt auch bei den Kastenwagen hat man das des Öfteren, weil man mit denen ja nochmal ein Stück ungebunden ist. Ja, also das heißt, die sind ein klein wenig kleiner, da komme ich schon mal auf den Lidl-Parkplatz und so. Genau. Das ist hier da. So ein Teilintegrierter, der ist ja von der Länge her 7 Meter, gibt es auch als Kastenwagen. Oder 6,30 Meter ist, glaube ich, beliebt, ja. Aber 7 Meter, das ist schon so, da muss man ein bisschen üben, wenn man vom Hof fährt, oder? Die Leute, die wollen dann schon mal, dass man mitfährt am Anfang, oder? Ja, und zumal bei den Teilintegrierten, das ist auch der Unterschied zum Kastenwagen. Die Teilintegrierten sind halt 15 cm breiter. Okay, das heißt, ich habe eine Verbreiterung gegenüber dem Fahrerhaus, kommt dem Innenraum aber auch zugute. Das heißt, ich hab viel mehr Platz. Genau. Man spricht immer so 15 cm hier, 15 da, aber das macht in der Realität viel aus, oder? Ja, gerade kommt es ja auch darauf an, was man als Reiseziele plant. Wenn ich viel nach Frankreich fahre, Italien, da sind die Gassen enger. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, da lieber mit dem Kastenwagen hin. Ja, ich habe gesehen, das Konzept von Hobby zum Beispiel, die sind sehr schmal, fast so schmal wie ein Kastenwagen. Da gibt es unglaublich viele Konzepte, aber ich glaube, das hier ist doch so eins der meistverkauften Konzepte, die es gibt. Ja. Das heißt, der ist ein bisschen breiter, die Form ist schnittig. Ist der schick? Ja, der ist schön. Gerade halt auch mit dem schwarzen Spoiler. Ja. Das macht natürlich auch noch mal von vorne einiges her. Ja, das sind die 2021er Modelle, das heißt, da auch das Thema Abgasnorm ist das ein Thema. Leute wollen gebrauchte Modelle vielleicht nicht haben, weil sie Euro 5 haben. Ja, also schon hören wir oft. Und naja, da geht ja Fiat jetzt auch immer mit in der neuesten Abgasnorm. Hallo Patricia, Hallo, ich habe mich schon eingelebt. du hast dich schon eingelegt. Ja. Das heißt, man kann die Sitze drehen vorne. Genau, die Sitze sind einmal drehbar, damit man dann halt eine gesamte Sitzgruppe hat. Gut, wir gehen am besten mal rein, denn drinnen spielt sich ja einiges ab. Man merkt so ein bisschen das Weinsberg aus dem Wohnwagenbereich. Kommt so das Heck so ein bisschen, das sieht noch ein bisschen aus wie Wohnwagen. Aber drinnen, da ist alles ganz anders. Das heißt, ich habe insgesamt 1, 2, 3 Stufen. Und ich gehe mal ganz nach hinten, dass man das Raumgefühl mal von euch beiden sieht. Boah, ich gehe mal, es geht noch viel weiter nach hinten, aber man hat schon richtig viel Platz hier drin. Ja, cool. Ja, das Polster, das ist eine interessante Farbe. Was ist denn das für eine Farbe? Das ist die Farbe Blum. Und Blum. Blum, genau. Okay. Gibt es bei Weinsberg verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten, Polsterstoffe, die man wählen kann. Die ist aber schon gewagt, oder? Ja, man muss es mögen, aber gerade zu dem Kontrast mit dem etwas dunkleren Holz
passt das eigentlich ganz gut. Ja, es gibt ja viele so, die haben so Lederimitate, da schwitzt man halt drauf. Das hier ist, das hier ist Stoff Automotive, die kannst du sauber machen 100 Mal. Die sind robust. Die sind super robust, gell? Ja, hier vorne haben wir die Sitzgruppe. Ist das so ein typischer Schnitt, den man hat bei Wohnmobilen? Das heißt, also man hat hier so die Sitzgruppe, wo man auch sitzt? Genau, was bei dem Modell halt besonders ist, ist zum Beispiel diese lange Sitzbank. Das ist nicht bei jedem Modell so. Der Tisch ist einmal ausklappbar Okay. und dann kriegt man hier die ganze Familie dran. Patricia, du bist jetzt die Familie. Setz dich mal kurz hin. Das heißt, wenn der ausgeklappte Tisch da ist, das würde von da gehen. Und wenn du dich mal kurz auf die Bank setzt, und das geht auch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das heißt, also man sitzt dann zusammen. Wichtig ist ja auch, wenn man so kurze Breaks macht. Die Patricia ist mit mir mitgefahren, hat eine ganz neue Erfahrung gemacht. Das verraten wir jetzt nicht. Das Fahrzeug stand natürlich, aber du konntest während der Fahrt auf Toilette gehen. Ja, das war echt ein Luxusgefühl. Ist so. Das ist auch das, was viele wollen. Das heißt, die wollen ja nicht auf die Raststätte gehen, sondern man hat alles hier drin. Man kann Essen kochen, man hat eine Küche mit drin. Was mir auffällt ist, der Schnitt ist unglaublich offen hier. Das heißt, wenn ich reinkomme, ich bin nicht so beengt wie bei vielen anderen, oder? Ja, man hat wahnsinnig viel Raumgefühl. Wenn die Mama kocht, können die Kinder trotzdem noch drum rumlaufen. Warte, ich zeig das mal gerade, wie viel Platz hier drin ist. Denn normalerweise ist das alles ganz eng. Wenn du mal kurz da vorne reingehst, Patricia. Und da sieht man richtig, ich habe also nicht nur da, wo sie steht, sondern ich habe hier nochmal guten Meter Platz davor. Genau. Und das ist schon ein gutes Raumgefühl. Ja, und gerade halt auch nach oben hin ist das hier wirklich ein Loft. So, du wie groß bist du? Ich bin 1,73 Meter. Gut, Fairerweise, du stehst gerade auf der Stufe drauf. So, habe ich noch ordentlich Platz. hast du ordentlich nach Platz oben. mit drin. Komme aber trotzdem an die Dachhauben ran. An die Dachraum ran. Ja, notfalls könntest du ja noch eine Stufe dann höher gehen. Ja, Ja, so genau. ist es. Ja, das Fahrerhaus, das ist praktisch ein Nutzfahrzeug auf der Basis her. Die sind aber viel Genau. leiser geworden, oder? Ja, das stimmt schon. Also das Grundfahrzeug ist ein Fiat Ducato vom Chassis her. Und die lassen sich super fahren. Ich habe selber schon oft die Erfahrung gemacht. Das ist zu fahren mit einem normalen Führerschein? Mit so einem B, wie der heißt? Die sind auf B 3,5 Tonnen, was natürlich jetzt mittlerweile sehr wichtig ist. Also es ist die Möglichkeit, man hat die Möglichkeit, die Fahrzeuge alle aufzulasten Auf wie viel? auf 3,65 Tonnen. Okay. Und Ja gut, der Nachteil ist dann, man darf nicht mehr ganz so schnell fahren. Gut, es sieht aber genauso aus. Ich will da jetzt keinen Hinweis geben, dass man das nicht darf und so weiter. Aber die 150 Kilo, das ist schon sinnvoll manchmal, oder? Wenn man einiges mitnehmen möchte. es kommt halt auch drauf an, gerade für Leute, die große Hunde mitnehmen oder doch Kinder mitnehmen. Da nimmt man viel mehr am Ende mit Spielzeug, man nimmt Tische mit, man nimmt Stühle mehr mit und da macht das dann teilweise auch schon Sinn. Ja, Deckenschrank. Da vorne ist es, ja, so die Designelemente vom Möbelbau. Das ist alles so abgeguckt, so ein bisschen, ja, die Modetrends, die es wahrscheinlich auch im Möbelhaus gibt, oder? Ja, was halt bei Weinsberg auch schon wahnsinnig schön ist, ist, wie ich vorhin gesagt habe, das dunklere Holz und dann ganz gut mit dem Licht gespielt. Also man kommt rein und es ist einfach wahnsinnig gemütlich. Ja, es ist sehr, sehr weich, das Licht. Das heißt nicht so hart. Der Deckenschrank, wenn du mal kurz aufmachst, bitte. Signature-Element, was heißt denn das? Jetzt habe ich dich, oder? Ja, Die kommen auf alle Ideen, ja, wie man das benennt. Ja, das Genau. heißt, hier vorne habe ich auch was, da würde ich aber jetzt eher kein Geschirr reinmachen, wenn ich fahre. nein. Das heißt, Also nee. das ist dann wiederum hier halt schön in Deckenstaukästen gelöst. Jetzt gucken, ob es hier auch... Nee, dann wird das sein, einmal den noch aufmachen. Ja. Okay. Das Fach und hier hat man extra nochmal einen Rausfallschutz. Das heißt, hier kann ich trotzdem einen Teller oder auch kleine Gewürze oder sowas reinstellen, ohne dass mir alles entgegenkommt nach der Fahrt und mir, sobald ich die Klappe aufmache, rausfällt. Die HPL-Küchenwand, was heißt denn das? HPL. Jetzt habe ich die schon wieder. Ja. Das ist so. Das ist aber nicht so. Ist eine Erneuerung. Ja. Das ist kein... Hier ist ja mit Leder überzogen und Ja. das ist wie eine Glaswand, eine Hartplastik. Wand würde ich jetzt behaupten, einfach damit Spritzschutz. Klar, man kennt das aus der Küche auch. Was auch cool ist, das ist exakt fortgesetzt dann auch auf der Küchenarbeitsplatte. Genau. Das heißt, das gleiche Muster. Übrigens, du musst das nicht wissen, weil die meisten Kunden, die gehen ja erstmal rein. Man muss sich erstmal wohlfühlen. Ja. Ob das HPL ist oder Ja. ABC oder ZDF, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Nee, Oder? das stimmt. Genau, das ist den Kunden ziemlich egal. Ja, so das Thema, was ist denn so, wenn die Leute reinkommen, was stellen die denn für Fragen, wenn die gar keine Ahnung haben von Wohnmobilen? Oder was stellst du für Fragen, um rauszukriegen, was die brauchen?
erstmal, klar, immer die Frage, mit wie vielen Leuten reist man. A, wegen den Schlafplätzen, B, auch vom Platz. Wenn ich eine Familie habe, die sagt, okay, ich habe 2 oder 3 Kinder an Bord plus einen großen Hund, ist halt einfach wichtig, wie wir es jetzt beispielsweise in diesem Modell haben, dass man gut aneinander vorbeikommt. Man hat hier einen 3-Flammenkocher. Warte, ich zeig's mal, da. Genau. Der Vorteil ist, ich kann auch 2 ganz große Sachen drauf Ja. machen und kann hinten eventuell die Erbsen für meinen Sohn, die er Zum so mag. Beispiel, genau. Ja, ich habe ganz große Schubladen mit drin, mit Soft-Close-Funktion. Das ist, glaube ich, mittlerweile schon fast Standard. Die sind aber gegen Rausfallen gesichert. Trotzdem Genau. sollte man, ich glaube, die ganz schweren Sachen nach unten machen, oder? Ja, klar, das sollte man schon machen. Aber hier hat man halt wahnsinnig viel Stauraum drin, nochmal für alle Töpfe, Pfannen, Teller. Unten mal aufmachen, bitte. Ganz unten. Warte mal gucken. Ah, da ist ein Fach. Der Vorteil ist da geht nichts raus. Da kann ich richtig schwere Sachen reinmachen. Genau. Okay. Super. Der wirkt schon sehr, sehr groß. Warte mal, ich mache mal eins. Ich gehe mal kurz da vorne hin. Ich setze mich mal auf den Fahrersitz, dass man einfach mal sieht, wie groß der ist. Hallo! Ja, 7 Meter sind 7 Meter. Also das ist schon ordentlich. Das heißt aber auch, man muss fahren üben. Das Heck, das schwenkt so ein bisschen aus, muss man sagen. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, aber ich muss sagen, also ich habe meinen Führerschein jetzt selber erst 1,5 Jahre. Ja. Und gleich in der ersten Woche hieß es geht jetzt los auf die Messe. Ich fahre selber ein Wohnmobil mit 7,43 Meter. Und da habe ich auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Aber mittlerweile, ich ohne Rückfahrkamera fahre die Fahrzeuge auf dem Hof, ich rangiere die, ich kann überall drehen. Das ist halt einfach, man muss es gemacht haben, man muss sich dran gewöhnen, dann ist es wie mit dem PKW. Aber die Rückfahrkamera, die macht schon Sinn. Also ich habe selber eine drin. Kinder könnten ja dahinter sein, egal was. Ja, und hier hat man es ja nicht wie beim PKW. Hier hat man ja einen viel größeren toten Winkel. Man kann zwar zu den Seitenfenstern noch rausgucken, aber man sieht nicht immer gleich oder bekommt nicht immer gleich mit, was hinter einem passiert. Stell dich mal kurz dahin, Patricia, denn das Schöne ist, der Spiegel ist am rechten Fleck. Dreh dich mal um. Da ist er. Der ist groß. Der ist super. Der Vorteil ist auch, der erweitert den Raum natürlich massiv. Das heißt, man hat das Gefühl, er ist doppelt so groß, wenn man da reinguckt. Aber ein großer Spiegel, um sich fertig zu machen, ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Vielen. Auf jeden Fall. Also das ist auch das erste Mal, wo ich mich nicht irgendwie eingeengt fühle oder so. Also man hat wirklich sehr, sehr viel Platz und ich muss sagen... Gut, wir haben auch vorher auch die Kastenwagen gedreht. Ja, also das ist dann nochmal was komplett anderes, gerade für so einen Neukömmling wie mich. Ich habe mich auch schon in den Kühlschrank verliebt. Also Dann zeigen wir gleich mal. Wir zeigen zunächst mal eine Sache. Wenn du mal gerade deine Hand mal hochhebst, 1,63 Meter und sie kommt nicht an die Decke. Das heißt, man hat richtig ein luftiges Gefühl, oder? Genau. Das ist schon stark. Ja, der Kühlschrank, der hat eine absolute Besonderheit. Man kann den von beiden Seiten öffnen. Jetzt habe ich es verraten. Stimmt das? Ja, mittlerweile schon. Was halt auch super ist, ich kriege hier jede Menge Einkauf rein, den man halt auch für die ganze Familie wieder braucht. Ja, ich bin hin und weg. Also der ist bekannt. Das ist einer der größten Ausrüster. Genau. Dometic, der geht vollautomatisch. Das heißt, der stellt sich um von Gas auf Strom Genau. auf. Auf Gas, Strom oder halt auf die Batterie. Und da ist ein Gefrierfach noch mit drin. Selber, genau. Das macht nicht so ganz kalt, muss man sagen. Es friert schon, aber ich sag mal so, das ist jetzt nicht gedacht, minus 18 Grad, 6 Monate Fisch drauf einlagern. Nein, das sollte man nicht machen. Aber ist lang für die Pizza, oder? Genau, was beim Wohnmobil halt auch immer ist, wenn er am Außenstrom angeschlossen ist, am Landstrom, dann kühlt er ja auch nochmal ganz anders, als wenn er über die Batterie läuft. So, der hat Gas. Der läuft auch über Gas. Ist mal eine gute Alternative, wenn man auf einer längeren Durchreise ist und gerade nun mal alle Campingplätze belegt sind, wie wir das ja momentan öfter mal haben. Dann kann man sich auch einfach mal 1-2 Nächte autark stellen. Sehr schön. So, jetzt habe ich mal eine Bitte. Du weißt, was ich möchte. Denn das Bett, das ist wirklich schon, es sieht viel komfortabler aus, viel wohnlicher als die in dem Kastenwagen. Gell? Da ist jetzt keine Tür hinten dran. Wenn ich mal kurz noch mal drauflegst. Da könnten ziemlich bequem 2 Leute. Die müssen sich aber ein bisschen lieb haben, oder? Ja, wobei, ich weiß nicht, ob es das Modell auch hat. Ich muss einmal hoch. Ja. Der hat es nicht. Es gibt aber die Möglichkeit beim Karaloft, beim französischen Bett, das hochzuklappen. Ja. Also das können wir jetzt auch machen. Ja. Und dann kann man hier nochmal die fehlende Ecke rausklappen, damit Okay. man wie ein Doppelbett hat.
Wie ein Doppelbett, das kann man ergänzen. Aber wir werden ja noch einige Wohnwagen mehr filmen. Also insofern sind da andere Grundrisse und Schnitte. Man muss die auch begehen. Ihr habt bei euch jetzt, wo ihr seid, habt ihr viele Grundrisse da? Das Ja, heißt, ihr stellt viele aus? also genau, wir haben, wie gesagt, seit letztem Jahr die Weinsberg-Fahrzeuge auch wieder mit im Programm. Vertreiben die zusätzlich noch eine eigene Marke. Und Ist das hier ein Grundriss, den unglaublich viele gut finden? Ist das so für 2 Personen gut? ja, für 2 Personen, gerade wie wir schon gesagt haben, das Raumgefühl ist super. Man kommt hier überall aneinander vorbei. So ein ganz kleines Detail, man kann wie im Flugzeug in der 1. Klasse, kann man hier, ich weiß nicht, ob es installiert ist in der Messe, da ist es, wenn du mal gerade so lieb bist, mal das aufmachst. Man kann sich komplett vereinzeln, zwar nicht so schallgeschützt, aber man ist dann so ein Stück weit schon mal, man hat seine Ruhe, gell? Das macht schon viel aus. Also ich glaube, allein schon das zuzumachen. Ich habe so ein Hubbett, da kann ich das zumachen, da fühlt man sich ganz anders, wenn es geschlossen ist, gell? Ja, das stimmt. Viel heimeliger. Ja, und vor allem, dann, man hat halt dann auch die Alternative, wenn man mal nicht vorne komplett alles zumachen möchte oder die Kinder schlafen legt, Ja. dann ist da hinten Ruhe. Toll, das ist gut durchdacht. Gut, die bauen ja jetzt Weinsberg, die Wohnmobile nicht erst seit einem Jahr, oder? Sondern schon relativ lange. Länger, ja. Ja, das ist so. Ja, wenn ich mal kurz runter gucken darf, hebt mal hoch. Zeige ich mal gerade, da ist die Patricia. Genau. Hallo. Ist das Bett gut? Ja, super bequem. Also ich glaube, ich könnte hier direkt einschlafen. Du machst ja keine Werbung, wir kriegen ja kein Geld dafür, oder? Das ist wirklich bequem. Nee, also ich habe mich wirklich so ein bisschen verliebt, ja. Schon wieder. Also ist das interessant, wenn man so den Kastenwagen sieht? Man sieht dann so den VW-Bus bzw. den Bus von Mercedes-Benz und dann sieht man den Teilintegrierten. Das hier hat schon ein bisschen was zu tun mit einem kleinen Apartment, oder? Auf jeden Fall. Also ich war schon von den Kastenwagen begeistert, aber das hier ist hier nochmal eine komplett andere Klasse. Also das ist schon Luxus auf hohem Niveau. Sag mal, Maja, ist sie die Zielgruppe? Ehrlich. Ja, also wir können uns gerne unterhalten. Ja, sie ist noch Studentin und hat gesagt, so viel Geld hat sie jetzt nicht, ja, weil sie studiert noch entsprechend Journalismus. Wenn du noch mal kurz runterkommst, dann zeige ich mal gerade ein Detail, was wahrscheinlich so ist, man kann es hochklappen, gell? Genau, also wir haben die Möglichkeit, die Matratze ist in 2 geteilt und dann hochzuklappen und da kommt man dann bei schlechtem Wetter Ah, da ist eine Gasdruckfeder drin, die hält das? genau gut an die Garage ran. Ja, liebe Patricia, wenn du mal nicht ganz artig bist, da kann man Soll ich mich da auch mal reinlegen? Nee, brauchst du nicht. Aber der Vorteil ist, man kommt an die Garage ran. Was den Vorteil hat, dass wenn ich hier zum Beispiel mal jetzt die Getränke stehen habe oder irgendwas, das geht. Wenn es draußen ist schlechtes Wetter, ich muss nicht rauslaufen, muss mir vorher noch eine Regenjacke überwerfen. Ich klappe einfach hoch und komme überall dran. Ja, da oben ist noch ein Schrank, mach mal auf bitte. Da, der da. Ah ja. So, kurz gezeigt. Der hat unglaublich viele Schränke, aber es kann gar nicht genug sein, oder? Nee, und vor allem, was hier halt auch schön ist. Ja klar, die Frauen und Ja. Kleiderschränke. Das muss hängen sein, oder? Ja, also das macht schon Sinn, dass man ein bisschen was hat, wo man mal Warte, doch die ich zeig dich mal kleinen komplett, weil der ist so riesig, der Der ist Kleiderschrank. echt mega. Du kannst fast reinklettern, Ja, oder? genau. Ja, hier auch wieder der Rausfallschutz, oben die Stange, wo Ja. man Blusen, Hemden aufhängen kann, Kleider. Ja, und Jacken. Demnächst ist ja Genau. Herbst, also die kann ich dann auch da reinhängen. Genau. Ja, toll. Da oben, da ist Okay, Licht das drin, das ist ist jetzt nicht hier, angeschlossen. genau. Genau. Ja, wir sind ja hier auf der Messe, muss man fairerweise sagen. Erster Messetag, alles funktioniert noch. So, Ja, glücklicherweise. so, lass mich raten, das ist Part. Genau. Ich mache das einmal auf. Wow. Das ist gut. Ich habe kurz reingeguckt und dachte mir so, oh geil. Und habe wieder schnell die Tür zugemacht. Wart mal ab, bis wir bei Morelo sind. Andere Preisklasse, ja, das ist dann so. Aber hier habe ich eine komplette Dusche, wenn du mal kurz reingehst, Maja. Ja. Da habt ihr so Teppich ausgelegt, Genau. damit man auch mal reinsteigen kann. Du bist wie groß nochmal? 1,73. Mach mal oben mit der Hand, dass man sehen kann. Also Also- für 2 Meter wird gerade so gehen. Genau. Das ist so. Man kann sich auch drehen, wenn du mal zumachst. Ja. Genau. Wird's dann schon sehr eng oder geht's? Nee, also gerade weil eine kleine Rundung drin ist, ich kann mich drehen. Ja, man sieht's. Toll. Drehen, Arme heben, funktioniert alles. So, übrigens, wenn du noch mal kurz aufmachst, das da oben ist wahrscheinlich kein Haltegriff, sondern das ist für was? Genau, das ist einmal, kann man hier entweder Handtücher nass aufhängen oder auch Jacken, wenn man von draußen reinkommt, es hat geregnet, Aha. hat man die Möglichkeit, das alles in die Dusche zu hängen, wo es in Ruhe trocknen kann. Ja, Fenster ist mit drin. Hier ganz wichtig Haken. Da haben Ja. die Leute dran gedacht. Denn ich sag mal, man kennt das ja, man kauft die dann im Aldi dann zum Kleben, Ja. weil irgendwie zu wenig dran sind. Hier sind genug drin. Genau.
Super. Ja, hier ist das Klo. Ja, das ist ein Chemieklo. Fragen die Leute da, wie das geht mit Chemie und so, die da noch nie eine Ahnung von hatten? Ja. Also ihr habt ja nicht nur Profis, oder? Nee, also wird viel erklärt, wird viel gefragt, aber ist ganz simpel zu bedienen. Darf man ja natürlich nur entsorgen an den Stellen, wo es auch zugelassen Genau. ist, muss man sagen. Also einfach mal so ins Klo kippen, das geht auf keinen Nee, Fall. das funktioniert nicht. Ja, das sagt er den Leuten auch. Ungefähr eine Familie mit 2 Personen, wie lange hält das so? 2, 3 Tage? Das ist so? Wenn man Ja. unterwegs ist? Ja, schon. Genau. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag. Nein, nicht Nee. jeden Tag. Also Nicht jeden teilweise auch 3 bis 4 Tage. Kommt halt immer drauf an. Super. So, das heißt, ich kann zumachen, habe meine Ruhe, kann mich in Ruhe fertig machen. Hier vorne habe ich ein großes Waschbecken mit drin. Das ist wirklich groß im Vergleich zu vielen anderen. Den Spiegelschrank. Spiegelschrank mit der Push-Lock-Funktion. Pushlock Wo man heißt, ich auch drücke, oder? Genau. Also einfach drücken und dann kann ich den aufmachen oder schließen. Toll. Und ein ganz normaler Wasserhahn, was glaube ich Genau. auch ganz wichtig ist. Hier drunter auch nochmal. Schränke. Genau. Du hast erwähnt, der Möbelbau, der ist gut. Da gucken die Leute schon drauf. Es gibt ja auch andere Hersteller. Ich glaube, die Details sind dann wirklich, wie ist das Ganze gefertigt? Wie sind die Furniere gemacht und so weiter? Genau. Also hier zum Beispiel Weinsberg, da sind die Möbel alle komplett verdübelt. Was bei Weinsberg auch ein großer Vorteil ist, ist, dass der Aufbau ohne Holz ist. Dementsprechend haben die Kunden alle... Nochmal, der Aufbau ist ohne Holz. Genau, ohne Das heißt, da Holz. kann nichts verrotten. Nein, da kann nichts verrotten. Die Kunden haben alle 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie auf die Fahrzeuge. Ach, der Aufbau ist ohne Holz, weil es gibt ja Genau. viele, die haben so Holzbeplankung. Genau, Da nee. wird das Aluminium draufgeklebt oder Genau. geschraubt. Und Ja. das hier ist alles komplett ohne Holz, aus verschiedenen Schäumen. Okay. Ich nehme nicht beim Wort, wenn es Ja. so ist. Super. Nee. Toll. Ist das ein Thema für die Kunden? Fragen die nach Ja. dem? Gerade es ist halt auch ein großer Aspekt für Kunden, die schon 20 Jahre ihr Fahrzeug haben und jetzt sagen, ich werde den nicht mehr los, weil der ist überall nass. Und Schimmelt. ja, genau. Das ist übrigens auch nicht so, also wenn die Holz haben, da ist ja immer Feuchtigkeit drin. Man stellt ja ab im Winter, viele haben ja dann kein Entfeuchtungszeug drin. Genau. Und dann, ja, dann kann es an zu modern. Man riecht schon, wenn wir reinkommen Ja. oft, oder? Ja, hier riecht nichts, oder? Nein, alles gut. Ich vermute mal, die haben in Fabrik 9 hier hingestellt. Ja, erzähl mal. Was ist so? Ist das so eine Sache, wo man denn mal liegen kann? Wenn du dich mal hier so hinfläzen würdest, ja? Das Schöne ist ja, sie könnt jetzt die Beine ausstrecken und könnt Ja. dann auf die Bank. Nee, geh mal auf den Fahrersitz, auf den Beifahrersitz. Und die kann man dann wahrscheinlich ganz drehen. Genau. Da darf sie mal. Ja, sie hat ganz neue Schuhe. Man sieht. Ist das gut? Ja, echt sehr entspannt. Maja, wo ist der Fernseher? Der Fernseher wird montiert Ja. bei dem Fahrzeug an der Bettseite. Ja. Dreh- und schwenkbarer Arm, damit man auch gut von der Sitzgruppe aus gucken kann. Ist es hier nicht montiert? Das ist Genau. optional. Man muss sagen, immer mehr Leute haben keine Satzschüssel mehr, weil man kann mit einer Flatrate, Netflix, Amazon auf dem Tablet. Genau. Ist das so? Viele Ja. gucken? Die Weinsberg-Fahrzeuge haben beispielsweise dieses Truma iNet. Es gibt die Möglichkeit, die Fahrzeuge mit WLAN auszustatten mittlerweile und dann ist das gar kein Problem. Dann lädt man sich seine Apps halt runter und kann... Ja. Stark ist da hier das Display, da sieht man erstmal nichts. Genau. Mach mal an, Also- geht das? Ah, ist wahrscheinlich. Doch, Moment, es geht. doch. Wie krass. So, also Warte mal gerade. drücken alles aus Ja. und dann kann ich hier die Füllung vom Abwassertank ablesen. Der ist leer, sonst würden die Punkte leuchten. Ja. Genau, dann... Aber es ist komplett schwarz. Das heißt, wenn es aus ist, Ja, hab ich noch wenn nie es aus gesehen. ist, dann genau, Füllstand von der Aufbaubatterie und von der Fahrzeugbatterie. Hier sehe ich, dass das Fahrzeug am Strom angeschlossen ist. Und hierüber kann man dann die Wasserpumpe aktivieren. Ja, eine Truma Luftheizung, die macht auch warmes Wasser. Genau, die macht auch warmes Wasser. Hier auch schön das CP Plus Bedienteil, ganz einfach in der Bedienung. Mit dem Symbol sieht man die Heizung. Ich stelle mal eine Gradzahl ein, drücke drauf, hier ist der Fühler, dann heizt das auf und wenn er merkt, okay, er ist auf der Gradzahl, hört er halt auf. Ist das wirklich einfach? Ja. Frag mal. Weil die Und- meisten, wenn die da so Displays und 47 Untermenüs, Genau. aber das lernt man. Genau, und hier habe ich dann die Möglichkeit, die Wassertemperatur einzustellen. Ja, es gibt auch, ich glaube sogar eine Automatik, die richtig heiß macht, einmal am Tag. Genau, damit, das ist dann dieses Boost, so heißt das, und das heizt einmal gleich schnell komplett auf. Und dann können alle und duschen gehen. es entkeimt auch, glaube ich, habe ich gehört. Das kann man machen. Boost bedeutet, wenn mehrere Leute zum Beispiel duschen oder ich will Genau. ein bisschen länger duschen. Ja, und das ist dann- extrem schnell halt auch warm. Ja. Okay, das dauert so 5 bis 10 Minuten, dann Ja. kann ich duschen. Genau, Das heißt, im Normalbetrieb ist es normal heiß, so ich sag mal 50 Grad und Genau. Boost macht einfach heißer, dann Genau. kriege ich mehr warmes Wasser raus. genau. Super.
Viel gelernt. Ja, die Gardinen, das ist ja so ein großes Streitthema. Gibt ja viele Leute, die schmeißen die als allererstes erstmal raus, die Gardinen, oder? Aber die sind schön. Ja, vor allem, ich habe halt die Möglichkeit, wenn ich auf dem Campingplatz bin, nicht alles zuzumachen. Wir haben an allen Fenstern die Fliegengitter und die Verdunklung. Ja, aber wenn die unten ist, ist es halt auch dunkel. Und so, wenn ich auf dem Campingplatz bin und sitze gerade am Tisch und spiele Karten oder ich weiß nicht, kommt halt trotzdem Licht. Also was ganz schön ist, wenn ich hier sitze, ich kann rausgucken, ich habe noch ein bisschen Panorama. Also es ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, die vollintegrierten, da geht das besser. Aber ist auch eine Preisfrage. Also ein vollintegrierter kostet ein bisschen mehr. So die teilintegrierten, das sind die meistverkauften oder sind es Kastenwagen mittlerweile? Ich würde sagen, weiterhin die teilintegrierten. Kastenwagen ist eigentlich eher, oder ich merke das selber, die Ansprechgruppe sind wirklich die jüngeren Leute, die halt sagen, viel spontan, wir fahren jetzt einfach am Wochenende mal weg, weil es passt, stellen uns hin, egal wo. Und die teilintegrierten haben einfach mehr Raumgefühl, ein bisschen mehr Luxus. Und da muss man dann am Ende auch einfach wissen, was man möchte. Was man möchte. Preis nochmal von dem hier ungefähr? Der hat um die 60.000. Um die 60.000. Das ist im Moment unerreichbar für dich, oder? 60? Ja, leider. Man kann es mieten, das ist der Vorteil. Das heißt also, es gibt die Fahrzeuge in der Vermietung, viele Händler vermieten die zumal zunächst. Da kann ich das testen. Und dann investiere ich 100 € am Tag ungefähr? Ja, so im Schnitt. Also wir beispielsweise haben halt immer Wochenpreise. Ungefähr 100, kommt mal, kriegt man da was für? Ja, 100 €, da könntest du ja mit 4 Leuten fahren. Jeder zahlt 25 € am Tag. Wäre das denn wieder erreichbar? Ja, das wäre möglich. Nachdem du die Gage bekommen hast für diesen Dreh, sag ich jetzt mal, vielleicht. Großes Panoramafenster, auch oben? Ja. Toll. Ja, wir gehen nochmal raus, mal in die Abmoderation. Und Weinsberg. Jetzt bin ich auch mal in einem Weinsberg drin. Ich zeige Ihnen mal, was das ist. Das ist der Caraloft 650 MF. Er ist auf Basis 3,5 Tonnen, kann aufgelastet werden und ganz, ganz wichtig, er hat AdBlue. Das heißt, er ist Euro 6, man kann damit überall reinfahren, neueste Technologie. Er ist sehr sparsam, die Motoren werden immer sparsamer. Ja. Also so ein großes Gefährt kann man bewegen, durchaus mit 10 Liter, geht das? Oder ein bisschen mehr? 11, 12, kommt drauf an. Kommt auf die Fahrweise an. So, super. Jetzt hast du so viel uns gezeigt. Jetzt darfst du auch einmal sagen, bei wem du arbeitest. Ich arbeite in Braunschweig bei der Firma Brinkmann Caravan. Wir vertreiben Weinsberg, haben eine eigene Marke, die Orange Camps, sind auch an Weinsberg angelehnt und haben eine Wohnmobilvermietung. So, das ist so organisiert. Auf den Messen sind die Händler, die erklären den Leuten auch die Fahrzeuge. Ihr verkauft doch Fahrzeuge auf der Messe, oder? Genau, wir verkaufen auch auf der Messe. Normalerweise. Ja. Wenn nicht gerade Corona ist, ja, und Das die Leute stimmt. dann zu euch kommen. Ja, vielen Dank. Ja, War das jetzt erstes Video überhaupt? Ja. Ehrlich? Ja, das war das erste. Krass, oder? Ja, sie hatte schon ganz am Anfang gesagt, oh nein, das ist mein erstes Video. Und es war schlimm? Nein. Okay, super. Ja, vielen Dank, Maja. Ja, gerne.